Warum ist Selbstbeobachtung der erste Schritt zur Heilung? Was ist Selbstbeobachtung? Sie können es sich so vorstellen. Das heißt, ich kann nicht nur die Dinge im Außen beobachten, sondern ich kann auch beobachten, was so fein da ist, was feinstofflich da ist und was in mir passiert, wie ich mich verhalte. Ich kann in die Vergangenheit gehen, darüber nachdenken, da beobachten. Ich kann in die Zukunft beobachten. Ich kann im Körper beobachten und ich kann in meiner Wahrnehmung beobachten. Das heißt, um's greifbarer zu machen, stellen Sie sich vor, der Mensch ist mit seinen Sinnen, mit seinen Wahrnehmungen und mit den Empfindungen, die wir durch die gesamten Organe im Körper haben, wie ein System, was quasi einer Antenne gleicht. Ja, durch alle Sinne gehen quasi Antennen nach außen, durch die Informationen reinkommen. Jetzt können wir schauen, im Alltag ist es so, dass wir quasi eine Brille aufhaben, die alles schwarz-weiß malt, die alles so ein bisschen verschleiert und dunkler und schwerer macht, egal was passiert. Oder habe ich die Brille auf, das kennen auch viele von uns, wie in der Phase, als ich zum Beispiel verliebt war, ja, die typische rosarote Brille. Was passiert da? Da verändert sich meine Art der Wahrnehmung und das kann ich beobachten. Das heißt, da wir hier zum Thema Hauterkrankungen zusammenkommen, fragen Sie sich mal oder beobachten Sie sich mal, wie Sie dieses Thema wahrnehmen, wie Sie sich wahrnehmen oder wie Sie die Symptome, die Erkrankung an sich wahrnehmen. Ich lade Sie dazu ein, dass Sie sich diese Fragen stellen und zwar nicht eben kurz beantwortet, sondern sich ausgiebig und in der Tiefe damit auseinandersetzen. Weil das, was passiert, wenn ich mich selbst beobachte, ist, dass sich automatisch etwas verändert. Wenn Sie zum Beispiel Angst haben vor neuem Juckreiz oder wenn Sie Angst davor haben, keine Lösung zu finden oder wenn Sie gerade einen Schub haben, ja, beobachten Sie sich dabei. Das, was da passiert, ist quasi, dass Sie Raum schaffen, dass Sie nicht mehr so sehr damit identifiziert sind. Sie schaffen Raum für neue Lösungen. Wenn Sie sagen, ich bin so sehr identifiziert mit dem Juckreiz, dass ich nur da bin und quasi der Juckreiz bin, weil ich so sehr hektisch bin, ja, da kommen Sie, sehen Sie schon anhand der Sprache, anhand der Bewegung, da kommen Sie fast gar nicht mehr raus. Das, was hilft, ist, sich zu beobachten. Und dafür bekommen alle meine Klienten immer einen Satz mit, den müssen Sie sich nicht übernehmen, aber Sie können Ihren eigenen gerne finden. Der Satz ist, oh, das ist ja interessant. Und dieser Satz ist Gold wert. Ich sage Ihnen auch warum. Sie können ihn auf alles anwenden. Sie können ihn sowohl beim Juckreiz, bei irgendeinem Ausbruch, als auch bei irgendwelchen Gefühlen, die Sie belasten, anwenden. Und durch diesen Satz, oh, das ist ja interessant, ich beobachte mal, was hier passiert, schaffen Sie im ersten Schritt, das ist nur der erste Schritt, ein bisschen Raum und sind nicht mehr so sehr damit identifiziert und so sehr in dem Stress drin. Ich schaffe den Raum, um mich zu beobachten und alleine dadurch verschaffen Sie sich schon ein bisschen mehr Leichtigkeit und vor allem Entspannung. Und auf dieser Ebene geschieht die Veränderung ja in unserem Bewertungssystem. Also Sie können ja mal schauen, wie Sie die Dinge bewerten. Ja, welche Bewertung, welche Bedeutung haben Sie der Erkrankung gegeben? Ich höre oftmals Sätze, die gar nicht von den Klienten selber sind. Es geschieht häufig, dass Klienten Sätze von Experten, von Ärzten, von Psychologen, von Heilpraktikern, wem auch immer, einfach übernehmen. Und diese Sätze gilt es auf der mentalen Ebene nicht einfach zu übernehmen, sondern sich anzuschauen, welche Bewertung oder Bedeutung habe ich den Dingen gegeben und was ist wirklich meine Wahrheit.
Also nehmen Sie bitte den Satz mit: Ich beobachte mich fürsorglich und integrieren Sie den in Ihr Leben.